Hey, Gemeinde Rock'n'Roll. Und jetzt diesen Sonntag nochmal eine schnelle Nummer, ne, für die 701 Husqvarna. Wir hatten nämlich just am Samstag den lieben Sascha hier. Nochmal schönen Dank, Sascha, dass du hier warst. Und der hat uns seine 701 2017 Husqvarna Supermoto mit dem Husqvarna Tuning Kit zum Testen zur Verfügung gestellt. Und da waren wir natürlich ganz gespannt drauf, was der in dieser Tuning Kit wirklich kann. Und was er denn hier so auf die Rolle drückt oder beziehungsweise was er mehr kann als das Serienmotorrad. Ne? So, und den ersten Test haben wir direkt gemacht, klar. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Was haben wir denn hier? Ja, 77,2 PS. Das ist schon mal nicht schlecht. Allerdings, wenn ihr hier guckt, bei einer Drehzahl von fast 8000 Umdrehungen. Und das ist natürlich schon arschvoll für einen Einzylinder. Also der muss sich ganz schön quälen, um halt auf die Leistung hier zu kommen. Meistens ist es ja auch so, dass man mit Drehzahl, wenn man PS generiert, leider auch dann Drehmoment verliert. Und wenn wir dann hier schauen, ja, die Drehmomentkurve ist nicht berauschend und mit 75,2 Newtonmeter auch nicht besser als der Serienmotor. Wie das jetzt gleich aussieht mit der Kurve mit dem Serienmotor, das sehen wir gleich. So, 77 PS, ja, nicht schlecht. Ne? Also unser Stage 1 Kit bei den alten 96ern konnte auch nicht mehr, also bei den SNCRs. Nur der Drehmoment ist was flach, würde ich mal sagen. Aber das schauen wir uns jetzt mal genau an, denn jetzt lege ich mal die Serienleistungskurve von letzten Sonntag da mal drüber. So, und hier ist sie, die Vergleichskurve oder die Vergleichskurven. Ne? Jetzt bitte nicht irritieren lassen. Die Supermoto-Kurve ist jetzt hier blau. Ich habe leider aus Versehen die falsche zuerst gewählt. Also die erste ist immer rot. Daher jetzt die von gerade hier in einem wunderschönen Blau. Aber ihr seht, die rote Kurve ist jetzt die von der Enduro von letzten Sonntag mit 73,3 PS und auch 75,3 Newtonmeter. Allerdings ein bisschen was früher. Ne? Also ihr seht, diese ganze Drehmomentkurve wird beim Tuning Kit nach vorne gequetscht. Also hier richtig wird drauf gedrückt. Dadurch kommt die halt ein Stück weiter in den höheren Drehzahlbereich. Aber euch geht natürlich hier in dem Bereich, also da eigentlich, wo es für mein Dafürhalten wichtiger wäre, zwischen 4 und 6000 Umdrehungen, Drehmoment verloren mit dem Kit. Ja, also daher auch, ihr seht hier auch PS, ne? Also hier haben wir 58 PS bei 5800 Umdrehungen mit dem Tuning Kit und naja, roundabout 61, 62 beim Serienmotorrad mit Cut und Original Luftfilterkastendeckel. Also das ist ein bisschen schade, würde ich sagen. Ansonsten im oberen Bereich natürlich klar, hier ne, der PS-Sprung schon deutlich von knapp ja, 4 PS. Ne? Gut, dann machen wir mal weiter. Ja, ne? Ihr habt gesehen, auf jeden Fall Spitzen PS sind da. Ne? Drehmoment verschiebt sich ein bisschen nach hinten. Ansonsten gut. Was bekommt ihr für euer Geld? Ein Akapovic-Auspuff, ein Luftfilterkasten, wo uns wirklich nicht klar geworden ist, was da anders ist zum Originalen, außer dass eine Bohrung fehlt. Und den Powerparts-Deckel. Vom Preis her eigentlich okay, weil die Schalldämpferanlagen alleine sind ja schon schweineteuer. Also daher, ja, passt. Ne? Ob das jetzt mit der Leistung euch reicht für das Geld, ist eine andere Frage. Das Mapping wird ja automatisch mit aufgespielt und man kann halt schön erkennen, dass also diese ganze Umbauarbeiten und halt auch das Mapping perfekt auf den Auspuff abgestimmt ist und dementsprechend euch natürlich oben da eine richtige Leistungsspitze reinzimmert. Leider zur Lasten des Drehmoments. Wie ihr gesehen habt, dass also stellenweise auch der Drehmoment
halt schlechter ist als das Serienmotorrad im unteren Drehzahlbereich. Aber ne, hier oder bei der Supermoto oder bei diesem Kit kann man die auch noch ein bisschen testen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und wir haben dann einfach mal den Powerparts Deckel abgeschraubt. Und da haben wir mal geguckt, was dann passiert. Und das seht ihr jetzt. So, und einfach den Deckel abgemacht und siehe da, der Drehmoment kommt langsam. Ja? Das ist zwar jetzt nicht wahnsinnig viel, aber übrigens nicht irritieren lassen, jetzt ist die Erstmessung wieder rot. Ne? 77,2, das ist die Messung 0,113, also die rote Kurve. Und die Messung ohne Deckel ist jetzt die blaue Kurve. Die Messung, hier seht ihr das, die Messung 120. Also wir haben jetzt hier bei 4800 Umdrehungen ungefähr 61, 62 Newtonmeter und haben dann bei 4800 Umdrehungen ohne Deckel knapp 67 Newtonmeter. Also allein die Entfernung des Powerparts Deckels und die bessere Luftzuströmung zum Originalfilter bringt hier schon eine Menge Drehmoment. Ja, eine Menge nicht, aber man sieht eine deutliche Verbesserung. Ja, auch im PS-Bereich hier, ne, seht ihr hier haben wir bei 5000 Umdrehungen knapp 46 PS und 48 PS ohne Deckel. Also was um die 2 PS mehr. Dementsprechend mehr Luft zum Filter, mehr Drehmoment, mehr Leistung. Ja, schau an, ne? Da war der Drehmoment oder da kommt auf jeden Fall der Drehmoment, beziehungsweise da hängt auch oder da ist der Hund begraben oder der Hase versteckt. Also je mehr Luft ich zum Filter gebe, Luftmenge, genau wie beim Serienmotorrad, umso mehr kommt der Drehmoment im unteren Drehzahlbereich nach oben. So, da wir natürlich nicht ohne Deckel durch die Gegend fahren sollte und auch nicht möchte, haben wir es mal ausprobiert. Wir haben einen BMC-Filter geschnappt, also so einen BMC-Einsatzfilter, und haben den mal da reingemacht und dann den Powerparts-Deckel wieder drauf. Allerdings, das sind alles nur Tests hier am Prüfstand. Sowas muss eigentlich dann auch noch richtig mit dem Abgastest überprüft werden, ob das halt auch geht mit diesem Filter mit mehr Luftdurchsatz. Aber da ist ja dieses Tuning-Mapping drauf. Das war ja schon bei der Duke ziemlich fett. Also daher passt das. So, und was kam da raus? Das seht ihr jetzt. Ja, und siehe da, wir sind wieder auf gleichem Level wie mit dem Luftfilter, Papierluftfilter ohne Deckel. Ja, also die blaue Kurve war ja die Messung ohne Deckel, die rote ist mit Deckel und Papierfilter und die grüne ist jetzt mit Deckel und BMC-Filter. Ne, ihr seht hier, also das ist fast deckungsgleich mit der blauen. Also da tut sich nicht viel. Wir haben sogar im oberen Drehzahlbereich ja, ein bisschen mehr PS, also statt 76,8 jetzt 77,4, oben auch ein bisschen länger, aber das ist wirklich marginal. Ne? Also ihr seht, allein mit diesen kleinen Veränderungen kann man schon wieder auf ein Endergebnis kommen, was relativ gut funktioniert. Ja, wie ich gerade besprochen habe schon, ihr seht, da tut sich nicht viel, also ohne Deckel oder mit Deckel und BMC-Filter. Ja, ne, kann man machen, muss man aber nicht. So viel kommt da nicht bei rum und die Filter kosten auch irgendwie 90 Euro. Also daher, ja, würde ich lassen. Wir wissen jetzt aber, wie hoch die Latte hängt. Ja? Also 77 PS, das kriegen wir mit Sicherheit hin und 75 Newtonmeter erst recht. Also das müsste machbar sein.
Da kommen wir mit Sicherheit mit unserem Stage 1 Kit drüber. Alle Teile sind bestellt. Der Power Commander kommt nächste Woche. Die sind momentan noch etwas schwer zu bekommen, weil die ja auch ganz neu sind für die Fahrzeuge. Aber ich habe schon die Bestellbestätigung. Nächste Woche ist er hier. Die Rohre passen sowieso, weil die Drosselklappe ist im Außendurchmesser vollkommen identisch wie die alte, also von der SMCR. Die ist nur innen etwas größer geworden mit 50er Durchmesser, aber sie läuft ja konisch zu und daher passt das alles. Filter sowieso, klar, Luftfilterkasten und das ganze Gedöne kommt ja raus. Batteriekasten wieder vorne rein, wie bei der 2016er 701 auch. Ja, und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Dann würde ich sagen, das war der nächste Kurztest am Sonntag, 701 2017. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst bitte einen Daumen da. Und wenn ihr noch keins habt, ne, der Abo-Button kommt gleich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Folge 15 mit den ersten Tests und der Einbauanleitung für den Stage 1 Kit für die 701 2017. Ja. Macht's gut und haut rein. Ciao.